So, das Projekt Porsche geht los und ihr könnt mich bei meinen Qualen begleiten, denn es muss einiges gemacht werden, damit dieser Kollege wieder TÜV bekommt oder dass er endlich mal wieder fährt wie ein echter Porsche. Und ja, manche sagen jetzt, das ist gar kein echter Porsche, aber das ist ja mal dahingestellt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Auto dann am Ende wieder fahren wird, weil ich werde auch ein paar Modifikationen vornehmen, unter anderem ein Sportfahrwerk und neue Felgen, 18 Zöller statt 17 Zöller. Und alles, was mir dabei hilft, ist dieses tolle Werkstatthandbuch. Und ich bin wirklich gespannt, ob und wie ich das alles hinbekomme. Aber ich bin optimistisch. Okay, jetzt habe ich schon mal die Kunststoffschutzbleche hier unten alle abgeschraubt, damit ich mir mal einen Überblick verschaffen kann. Und Fakt ist, er verliert Kühlwasser. Ich weiß nicht, ob es aus dem Kühler direkt kommt oder aus irgendwelchen Schläuchen. Das muss ich noch herausfinden. Kühler wollte ich sowieso neu machen. Wenn man sich jetzt hier so das Fahrwerk anguckt, dann sieht das alles noch gar nicht so wild aus. Der fährt sich aber wie so ein wankender Elefant auf der Straße. Deswegen kommen diese serienmäßigen Bilsteindämpfer raus. Und ich habe mir ein Koni-Fahrwerk, ein Sportfahrwerk gekauft mit kürzeren H&R-Federn. Das heißt, am Ende liegt er auch nochmal 3 Zentimeter tiefer. Ich hoffe, das klappt alles mit diesen echt großen 18 Zöllern dann am Ende, damit er auch nichts schleift, denn Stand jetzt schleift es da hinten schon am Radkasten. Das liegt aber vielleicht auch nur daran, dass hier auch die falsche Reifengröße drauf sind. Der Querschnitt ist etwas zu groß. Hier ist ein Querschnitt von 40 drauf. Ich brauche aber 35er Querschnitt. Und dann hat sich das hoffentlich erledigt. Naja, Koppelstangen, ja, und Stabi kommt sowieso irgendwann neu. Da dachte ich, dass ich da einfach H&R-Stabis reinhaue, vorne und hinten. Naja, es war dann alles wahrscheinlich knüppelhart. Ist auch nicht immer gut, vielleicht auch auf der Nordschleife nicht ganz so gut, wenn alles viel zu hart ist. Aber naja, probieren geht über studieren. Ansonsten sieht das hier eigentlich alles noch relativ gut aus. Das Auto ist ja nun mittlerweile 24 Jahre alt. Die Bremsanlage muss auf jeden Fall erneuert werden. Diese Bremsscheiben sehen aus, als ob die irgendwie von 1935 wären. Und die Bremssättel möchte ich auf jeden Fall auch noch lackieren, vielleicht in Gelb. Mal gucken. Gut, weiter hinten ist mir eigentlich nur aufgefallen, dass der Motor ölt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das von der Ventildeckeldichtung kommt oder eventuell einfach von den Zündkerzen oben raus drauf. Ich brauche auf jeden Fall neue Zündkerzenhülsen, Zündkerzen und Zündspulen. Das möchte ich alles einmal erneuern. In der Hoffnung, dass das Auto dann auch wieder etwas schöner läuft. Jetzt werde ich gleich noch schon mal das Öl ablassen, weil ich den Motor auch komplett rausrupfen möchte und das Kühlwasser. Dafür werde ich ihn auch gleich noch mal ein bisschen warm laufen lassen. Und ich fürchte, ich brauche einfach einen neuen Auspuff, weil hier ist auch alles echt schon richtig verrottet. Genauso wie die Krümmer. Wo sind sie? Da. Oh je, das sieht alles nicht mehr schön aus. Ich glaube, neuer Auspuff, neue Krümmer ist auf jeden Fall hier angebracht, damit das alles wieder ein bisschen schöner aussieht. Hier hinten die Radaufhängung. Oh. Okay, die Manschetten der Antriebswelle, die sehen auch nicht mehr so toll aus. Vor allem da hinten auch nicht so gut. Das ist alles so ein bisschen porös schon. Und rissig, dadurch wird er natürlich, oder damit wird er auf jeden Fall auch nicht durch den TÜV kommen. Das muss auch neu gemacht werden. Aber wenn wir eh schon dabei sind und alles hier einmal runternehmen, dann kann man natürlich auch die ganzen Lager, Buchsen und Manschetten einmal tauschen, damit das alles auch wieder schick aussieht. Ach so, ich habe noch eine wichtige Sache vergessen und davor habe ich auch am meisten Angst. Und das ist nämlich der Austausch des Zwischenwellenlagers. Denn die Boxermotoren, vor allem beim 986, die haben das Problem, dass das Lager manchmal den Geist aufgibt und dadurch natürlich die Steuerketten überspringen und ich dann einen kapitalen Motorschaden habe. Das möchte ich vermeiden. Und wenn der Motor rauskommt, dann mache ich das natürlich gleich mit.
Ich sag euch was, das wird ein Projekt. Wenn ich damit fertig bin, bin ich erstmal ganz schön stolz auf mich, weil ich glaube, das wird mich noch dann und wann zur Verzweiflung bringen. Aber hilft ja nichts. Es muss gemacht werden. Und ich habe auch Bock darauf, das alles zu lernen und vor allem mein Auto in- und auswendig zu kennen. Soweit, so gut. Dann mache ich mich mal dran, hier das Öl abzulassen und alles für den Motorausbau vorzubereiten. Also so lässt es sich echt aushalten. Die Sonne scheint in die Werkstatt rein und das Auto läuft gerade warm, damit ich gleich das Öl ablassen kann. Dadurch, dass es warm ist, kommt es natürlich etwas besser dann raus und gleich im Anschluss dann auch das Kühlwasser. Okay, ich habe leider die Ölwanne ein bisschen überschätzt, was das Volumen betrifft. Es ist eine riesengroße Sauerei passiert, aber ich mache mal ganz schnell sauber. So, wenn man kein Porsche Spezialwerkzeug hat für den Ölfilter, da muss man eben kreativ werden. Hier Latte, da Hammer, dann draufschlagen und dann wird das schon. Ich habe das auch schon ein bisschen gelöst, deswegen ist es auch schon lose. Toll. So, jetzt spätestens bei dem Ölfilter könnten wir mal erkennen, ob sich irgendwelche Metallteile da drin befinden und auch die Farbe des Öls urteilen. Mir ist das vielleicht etwas zu braun, aber ich glaube, das geht noch. Da sollte irgendwie nichts drin gemixt sein. Kann auch mal dran riechen. Ich finde, es riecht ein bisschen stark nach Benzin. Oh, jetzt kommt ja auch noch mal ein bisschen Öl. Oh, schon wieder super GAU. Oh, das ist aber auch... Nein, das sollte dann schon auch in die Wanne fließen. Okay. So, ich gucke noch mal genauer und dann gilt es auch noch natürlich den Ölfilter nach Metallteilchen zu durchsuchen. So, hier ist das gute Stück. Das hat die besten Jahre auf jeden Fall schon hinter sich. Ist wohl schon ein bisschen älter. Und ich habe hier auch gar keine schönen Entdeckungen gemacht, denn hier ist definitiv schon mal ein Metallteil drin, soweit ich das beurteilen kann. Ja. Nicht ganz so erfreulich. Oder was auch immer das sein mag. Ich werde das mal sammeln. Gucken, ob da noch irgendwas anderes sich versteckt. Ja, ganz schön dreckig das Teil. Überall solche Teilchen. Das ist echt gar nicht cool. Oh je. Also ist es ganz gut, dass ich den Motor doch vielleicht mal auseinander pflücke. Und vielleicht schon das ein oder andere... Boah, hier auch ein ganz großes Metallteil. Na, wird scharf. Echt nicht cool. Vielleicht steht das Auto womöglich doch kurz vorm Lagerschaden. Deswegen ist es gut, dass ich das Zwischenwellenlager vielleicht einmal tausche. Und gucke, ob da noch irgendwas anderes im Argen ist in dem Motor. Okay, nachdem jetzt das ganze Öl doch in diese Wanne reingepasst hat, weil das sind bestimmt 10 Liter, aber die ist einfach so schlecht konstruiert, dass da einfach nicht irgendwie alles gut reinlaufen kann. Naja, jetzt ist auf jeden Fall das Kühlwasser dran. Dafür habe ich jetzt nochmal die Heizung auf höchste Leistung gestellt und das Gebläse auf die niedrigste Stufe, damit auch aus dem Wärmetauscher das Kühlwasser rauskommt. Und hier befindet sich die Ablassschraube für das Kühlwasser und dann muss ich nachher auch gleich diese Schläuche hier abnehmen. Und ich hoffe, diese Schraube geht besser auf als die Ölablassschraube, denn die ist ganz schön rund gelutscht. Die habe ich nur noch mit Mühe und Not
mit einem Hammer und Inbus aufbekommen. Jetzt muss das nur noch raus. Ist mit diesem Billo-Werkzeug, was ich habe, gar nicht so einfach. Ich hoffe, das Wasser ist jetzt nicht mehr allzu heiß. Oh, Mist. Na gut. Komm. Okay, ist nicht mehr so heiß. Okay. Und diese Auffangwanne sollte jetzt wohl für die knapp 20 Liter Kühlwasser, die in das Auto reinpassen, reichen. Okay, nach 20 Litern sieht das jetzt hier noch nicht aus. Hier können wir auch noch mal ein bisschen nachdrücken an den Kühlerschläuchen, dass da was rauskommt. Bevor ich die abnehme und alles gleich irgendwie im Gesicht verteilt habe. Und keine Ahnung, ob das überhaupt 20 Liter werden. Er hat ja zuletzt eine Menge Kühlwasser verloren. Und jetzt gerade, wo er warm gelaufen ist, hier vorne nämlich. Also gehe ich davon aus, dass das Problem beim Kühler direkt liegt und nicht an irgendwelchen Schläuchen oder an den angeflanschten Schläuchen des Kühlers. Das finde ich vielleicht heute auch noch heraus. Also erstmal muss ich hier ein bisschen Porsche melken. So fühlt es sich jedenfalls gerade an. Das Kühlwasser ist nur leicht braun. Ich glaube, das ist auch nicht so ein ganz gutes Zeichen. Ich gehe mal davon aus, dass die mit diesen, naja, ich weiß nicht, wie die Klemmen genau heißen. Auf jeden Fall diese hier, dass das noch die Originalschläuche sind. Denn es gibt ja auch durchaus welche mit den normalen Rohrschellen, so wie hier. Und ich denke, die sind einfach nachträglich dazugekommen und das sind noch die 24 Jahre alten Schläuche. Okay, ich frage mich gerade, ob das auch irgendwie möglich ist, ohne eine riesengroße Sauerei zu veranstalten und immer wieder alles aufwischen zu müssen. So, für Tipps bin ich dankbar. Okay, soweit so gut. Jetzt bin ich zumindest um einiges schlauer und weiß, dass es wirklich an der Zeit ist und notwendig ist, vor allem diesen Motor einmal rauszurupfen und genauer unter die Lupe zu nehmen. Ist natürlich nicht erfreulich, dass da Metallspäne drin sind, aber ich hoffe, es ist einfach nur das Zwischenwellenlager und damit hat es sich erledigt. Wäre schlimm, wenn sich da schon irgendwas anderes aufgelöst hätte. Naja, für heute werde ich hier nur noch irgendwo da diesen letzten alten Kühlwasserschlauch abnehmen und warten, bis hier jetzt endgültig mal alles ausgetropft ist. Und morgen mache ich an der Front weiter und mache da die letzten Kühlwasserschläuche ab, damit das komplette System leer ist. Und dann heißt es einmal die komplette Elektrik am Motor abstöpseln, damit ich den da rausrupfen kann. Und danach die Kühler oder den Kühler und danach das Fahrwerk. Und dann bin ich wieder glücklich. Hoffe ich. Nur mein Konto nicht.